Wissen ist euer Instrument und euer Mindset euer Schlüssel zum Fundraising-Erfolg. Habt ihr das nötige Mindset? Ich habe schon mit unzähligen Startups zusammengearbeitet. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die aus meiner Sicht ganz stark zum Erfolg beim Fundraising, also beim Geldeinsammeln, beitragen. Ich nenne es das Fundraising-Mindset. Und in diesem Video verrate ich euch, was sich dahinter verbirgt. Erstens, Reflexion ist eure Superpower. Reflexion ist super wichtig. Warum? Weil ihr dabei enorm viel lernen könnt. Und was sind die häufigsten Fehler, die wir bei Gründern und Gründerinnen während des Fundraising sehen? Los geht's. Was wird oft falsch eingeschätzt? Das Interesse des Investors und der Investoren, der zeitliche Aufwand des Fundraising-Prozesses, die Terms, also die Bedingungen. Denkt dran, ein Vielleicht des Investors und Investoren ist nicht gleich ein Ja. Und der letzte Punkt, ihr wisst nicht genau, was Investoren und Investorinnen wirklich von euch halten. Meine Empfehlung, ihr solltet am Ende jeder Woche reflektieren. Was habe ich in dieser Woche gelernt? Was könnte ich falsch ausgelegt haben? Und sehe ich die Situation auch, wie sie wirklich ist? Zweitens, legt klare Rollen fest. Ihr sollt euch zu Beginn des Fundraising Rollen zuweisen. Nur eine Person aus dem Gründerteam trägt die Verantwortung für das Fundraising. Und die Person sollte idealerweise der oder die CEO sein. In der Frühphase teilen sich oft alle im Führungsteam die Aufgaben. In der Realität erwarten Investoren und Investorinnen, dass der oder die CEO die Verantwortung übernimmt. Drittens, euer Pitch ist ein Product Launch. Viele Gründer und Gründerinnen vergessen, dass ihr Startup wie ein Produkt ist. Und das sollen eure Investoren und Investoren kaufen. Deshalb müsst ihr jetzt gut vorbereitet sein. Stellt sicher, dass ihr alle Elemente im Pitch habt. Dazu gehören ein detailliert ausgearbeitetes Pitch-Deck, ein One-Pager und ein Finanzplan. Genauso müssen die E-Mails an die Investoren und Investorinnen auf Formulierung überprüft, getestet und optimiert werden. Während euer Startup das Produkt ist, zeigt euer Pitch die Art und Weise, wie ihr euer Produkt vermarktet. Tut alles, um die beste Salesperson zu sein. Viertens, priorisiert den Lerneffekt. Die Top-Gründer und Gründerinnen haben einen Wissensvorsprung. Wenn sie Investoren oder Investoren treffen, fixieren sie sich nicht nur darauf, Kapital zu erhalten, sondern auch vom Prozess zu lernen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beim ersten Meeting ein Funding erhaltet, liegt zwischen 1 und 10%, ist also sehr gering. Wenn das euer Hauptziel ist, dann verschwendet ihr eure Zeit und die Zeit der Investoren oder Investorinnen. Es ist besser, die Meetings als eine Chance zu sehen und mit dem Feedback eure Fundraising-Skills auszubauen. Denn Investoren oder Investorinnen sehen Tausende von Unternehmen und haben in Hunderte in ihre Karriere investiert. Sie haben also tiefere Erkenntnisse. Sie sehen und hören Insights, die euch nicht bekannt sind. Von diesen 3 Dingen könnt ihr besonders gut lernen. Die Art und Weise, wie sie euer Startup bewerten, die Fragen, die sie stellen und das allgemeine Pitch-Feedback, das sie euch geben. Genau diese Punkte können bei eurem nächsten Pitch zum Erfolg führen. Eure Lernfähigkeit während des Fundraisings bestimmt über euer Potenzial. Lernt die Kunst des richtigen Fragens. Ihr werdet überrascht sein, wie viel hilfreiches Feedback ihr bekommen könnt. Fünftens, seid selbstbewusst. Das Nervenaufreibende bei Investoren und Investoren ist, sie wollen am Rande stehen, sich flüchtig treffen und Updates erhalten, aber selten fest zusagen. So schnell kann das Selbstbewusstsein darunter leiden, wenn niemand sich für eure Idee begeistert oder an euch glaubt. Ich versuche stets Gründer und Gründerinnen daran zu erinnern, dass es nur auf ein einziges Ja ankommt. Lasst euch also nicht von Neinsagern einschüchtern. Habt ein dickes Fell mit einem gesunden Gleichgewicht aus Selbstvertrauen und Bescheidenheit. Werdet nicht arrogant, vermeidet eine Abwehrhaltung, lasst euch aber auch nicht zu leicht beeinflussen. Das Vertrauen in eure Idee ist ausschlaggebend. Überlegt mal, wenn ihr nicht an euer Startup glaubt, warum sollten die Investoren und Investorinnen das tun? Also mein Fazit: Reflection is key. Weist den Teammitgliedern klare Rollen zu. Euer Pitch ist euer Produkt. Seht jeden Pitch als Möglichkeit, dabei zu lernen und nutzt Lerneffekte zur Erfolgssteigerung. Und stärkt euer Selbstbewusstsein.
Und hier noch ein kleiner Tipp von mir. Holt euch Rat bei anderen, zum Beispiel Gründer und Gründerinnen, die selber schon erfolgreich Geld eingesammelt haben. Vielleicht haben sie noch die ein oder andere spannende Idee für euch.